Ja, ich begrüße alle, die dieses Video schauen, sehr, sehr herzlich. Wir starten jetzt ein großes Projekt mit Lehrvideos mit dem Titel Digitalisierung, Vermittlung und Vernetzung in der Lehre der internationalen Orgelkunst. Eine wichtige Beispielebene innerhalb dieser Lehrvideos ist die Gleisorgel der Musikhochschule Würzburg im Großen Saal, erbaut 2016. Diese Orgel zeichnet sich aus durch große Vielfalt an Klangfarben zur Darstellung unterschiedlicher Epochen, aber auch unterschiedlicher Orgellandschaften. Heute möchte ich eine Reihe von 14 Features, die relativ knapp gefasst sind, aneinanderreihen und zunächst mal alle einladen, das wirklich in einer Reihe dann auch nachzuvollziehen. Das wird für Studierende interessant sein. Ich hoffe aber auch, dass es für Laien interessant ist, Zug um Zug in die Denkweise und die Komplexität des Instrumentes Orgel einzuführen. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Feature. Das soll beinhalten die Genese dieser Konzertsaalorgel in Würzburg, erbaut von der Orgelwerkstätte Gleis in Bonn 2016. Wenn ich die Geschichte einer Orgel referieren würde in ihrem ganzen Umfang, dann müsste ich im Altertum beginnen, dann müsste ich auf das Spätmittelalter kommen, Halberstadt 1361, die damals weltgrößte Domorgel, und dann Schritt um Schritt durch die Jahrhunderte eine Entwicklung aufzeigen, bis wir heute bei dieser Orgel angelangt sind. Aber diese Orgel hat in sich natürlich wiederum eine Geschichte. Das ist jetzt etwas ganz Allgemeines. Jede Orgel sieht sich ganz bestimmten Fragestellungen gegenüber. Wie ist der Raum beschaffen? Wie viel Platz steht für das spezielle Orgelwerk baulich zur Verfügung? Wie sind die statischen Verhältnisse? All das sind Grundvoraussetzungen. Ist die Akustik sehr mit Nachhall ausgestattet oder wie in diesem Saal eher trocken? Wie trocken ist der Saal? Auf das alles muss dann eine Antwort gefunden werden in Blick auf bauliche Eigenschaften dieser Orgel, die zu erbauen ist. Infolgedessen ist die Planungszeit für ein solches Instrument durchaus lang. In dem Fall kann ich sagen, nahezu 10 Jahre. Bevor die Gleisorgel hier eingebaut wurde, stand eine Orgel von Steinmeyer aus dem Jahr 1965 hier, ein rein elektrisches Instrument. Das heißt, man kann keinen nennenswerten Einfluss vom Finger, von der Hand auf den Tastendruck ausüben, um damit diesen Druck weiterzugeben zur Öffnung eines Ventils, wie es bei einer mechanischen Orgel der Fall wäre. Alles spielt sich im Bereich von Ein- und Aus ab. Damit wird eine Orgel recht starr und für eine Hochschulorgel doch recht eingeschränkt. So hat man sich dann also entschieden, dieses Instrument nicht mehr zu belassen, sondern eine neue, ganz neue Orgel zu konzipieren. In gröbsten Zügen ist zu sagen, dass man ursprünglich hier auf der Empore, wo jetzt der Orgelspieltisch steht, diese Orgel installieren wollte. Dann haben aber doch statische Argumente dagegen gesprochen und man hat sie dann unter relativ beengten Verhältnissen dort aufgestellt, wo auch die frühere Orgel war. Diese beengten Platzverhältnisse haben dann
eine ganze Kette von Entscheidungen nach sich gezogen, da wir ja keine elektrische Orgel mehr haben wollten, da aber nicht wesentlich mehr Platz zur Verfügung stand, als die Vorgängerorgel hatte. Wir hätten also ein rein mechanisches Instrument mit etwa 30 Registern bauen können, doch 30 Register sind zu wenig für das, was eine Hochschulorgel leisten muss. Definitiv hat diese Orgel, und das erstaunt, wenn man diese vielen Registerklappen sieht, erstaunt es, dass es tatsächlich sich hier nur um 45 Registerreihen handelt. Weshalb es dann dennoch so viele Klappen sind, das ist eine nächste Fragestellung. Warum betone ich, dass es 45 Registerreihen sind? Ein Register, zum Beispiel dieser Prinzipal 8-Fuß, reicht hier von der tiefsten Taste, dem tiefen C, der hat 8 Fuß Länge, über die höhere Oktav, 4 Fuß, 2 Fuß, 1 Fuß, 1,5 Fuß, 1/4 Fuß ist die höchste Pfeife. Jetzt im Unterschied dazu ist diese Klangfarbe wieder ein Prinzipal. Doch diese Pfeife, die tiefste im Prinzipal 8 Fuß, ist zugleich diese Pfeife im Prinzipal 16 Fuß, sodass ich noch bis zu dieser tiefsten Pfeife spielen kann. Umgekehrt der Prinzipal 4 Fuß spielt bis hier. Es ist immer noch dieselbe Pfeifenreihe, aber sie wird nach unten und nach oben immer weiter verlängert. Dasselbe gilt für den Prinzipal 2 Fuß, der hier beginnt und jetzt springt es zurück in die tiefe Oktav. Das sind also die gleichen Pfeifen wie hier. Dieses Bauprinzip beruht auf der Technik der Multiplex-Lade. Das heißt, die Pfeifenreihe ist viel größer, als normalerweise ein Register wäre. Man nennt das Oktavauszüge. Und solche Oktavauszüge gibt es jetzt vom Prinzipal, genauso von der tiefen Quinte. Das ist der dritte Teilton. Ich schalte die nächsthöhere Quinte ein und so weiter. So sind das also Oktavauszüge dann der Quint, der Terz und der Septime. Auch andere besondere Register sind in der tiefen Lage verlängert vom 8 Fuß in den 16 Fuß, sodass wir dann nicht eine Registerwippe dafür haben, sondern 2 verschiedene. So kommt es also insgesamt zu 45 Registerreihen. Das ist nur möglich, weil die Orgel auf elektrischer Basis gebaut ist. Und dennoch habe ich ja vorhin betont, dass wir eine mechanische Orgel wollten. Wie kann sich das irgendwie vertragen? Entweder Elektrik oder Mechanik, aber doch nicht beides. Das Bindeglied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist eine neue Technik der Proportionalmagneten. Und diese Proportionalmagneten ermöglichen, dass der Druck des Fingers auf die Taste sich abbilden kann. Als sei es eine mechanische Orgel.
So kann ich also härter und weicher anschlagen, als sei es eine mechanische Orgel. Das ist nun bei unterschiedlichen Bauarten des Windreservoirs der Orgel wiederum jeweils ein bisschen spezifisch anders. Wir brauchen ein Windreservoir, um das jeweilige Register oder eine bestimmte Reihe von Pfeifen mit Wind zu versorgen. Wir unterscheiden verschiedene Ladensysteme. Die Windlade ist dieses Windreservoir, das dann die Luft zur Pfeife entweder noch absperrt oder freigibt. Dieses Freigeben erfolgt durch ein Ventil oder, wie in diesem besonderen Fall, in dieser Orgel, durch ein Kegelventil. Der Kegel hebt sich, Luft kann einströmen, der Hebel hebt sich mehr und hebt sich maximal und so kann unterschiedlich viel Luft einströmen. Und genau das steuere ich über die Taste. Und in diesem Fall gibt es keinen Widerstand innerhalb der Taste. Es geht bruchlos. Das ist das System der mechanischen Kegellade, wie es ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfunden wurde als sogenannte Registerkanzellenlade und dann im Lauf weiterer Jahrzehnte von Eberhard Friedrich Walker aufgegriffen wurde, 1840 zum Patent erklärt wurde und fortan als mechanische Kegellade einen wesentlichen Schritt in der Geschichte unserer Orgelbaukultur bedeutet. Dieses bruchlose Bewegen der Taste unterscheidet sich von der Schleiflade, wie sie in den früheren Zeiten und insbesondere im Barock zur Anwendung kam. Dort habe ich einen Druckpunkt und dieser Druckpunkt ist relativ schwer zu überwinden und vor allem für einen Proportionalmagneten ist dieser Druckpunkt nicht bruchlos zu überwinden. Deshalb habe ich bei einer Schleiflade viel weniger Spiel, wenn ich jetzt eine Proportionalität anwenden möchte, um eine elektrische Traktur flexibler gestalten zu können. Dies war der Grund, warum wir in dieser modernen Orgel dieses eigentlich mit der Romantik verbundene Prinzip der Kegellade, der mechanischen Kegellade, gekoppelt haben. Jetzt wird es allmählich vielschichtig. Also wir haben Elektrik in der ganzen Orgel. Wir haben eine mechanische Kegellade und wir haben als Bindeglied zwischen beiden die Proportionalmagneten. Die Basis des Instruments ist also, so könnte man meinen, eine Technik, wie man sie im 19. Jahrhundert verwendet hat. Aber im 20. Jahrhundert ist man davon wieder abgekommen. Oder schon um 1880 hat man versucht, dieses System weiterzuentwickeln. Warum? Je mehr Register gezogen werden bei der Registerkanzellenlade, umso mehr einzelne Kanäle müssen geöffnet werden. Jedes einzelne Register hat seinen Wind. Mehrere Register zusammen bedeuten, der Organist muss mehr Druck ausüben. Bei 30 solchen Registerreihen, wenn sie gezogen sind, bedeutet das sehr viel Druck und das ist etwa die Grenze, bis zu der man es noch mechanisch drücken kann. Je größer das Instrument dann wird, ist es quasi nicht mehr
durch eigene Kraft zu handhaben. Jetzt brauchen wir Hilfssysteme. Diese Hilfssysteme heißen Barker-Hebel oder dann später wird die Pneumatik erfunden. Das sind Hilfssysteme, um eine leichtere Spielbarkeit zu ermöglichen. Das sind aber gleichzeitig wieder die Einschränkungen der Einflussmöglichkeiten durch Finger und Arme, durch Anschlag, die der Organist verwenden kann. Diese Einschränkungen hat man in Kauf genommen, hat dafür aber andererseits die Klangfarben immer weiter ausgeweitet und differenziert. Die Instrumente werden immer größer, um der Orgel trotzdem noch ihre Flexibilität zu erhalten, in dem Fall im Wechsel von Klangfarben. Das alles wäre bei einer mechanischen Kegellade manuell durch den Organisten nicht mehr steuerbar, deshalb Hilfssysteme wie Barker-Maschine oder Pneumatik oder Elektropneumatik und wie auch immer dann Taschenlade und Ähnliches die einzelnen Systeme dann heißen. Etwa seit 1940 ist man wieder in Deutschland konsequent zurückgegangen, wieder mechanische Instrumente zu bauen. Das musste man neu lernen. Und allmählich wurde es völlig selbstverständlich, dass die mechanische Schleiflade überall wieder zur Anwendung kam. Und jeder hätte erwartet, dass man auch bei dieser modernen Orgel von Gleis von 2016 eine mechanische Schleiflade baut. Insbesondere die Platzverhältnisse, aber auch die Überzeugung, dass die mechanische Kegellade mehr klangliche Möglichkeiten bietet, hat dann das Planungsteam dazu bewogen, keine Schleiflade zu bauen, sondern eben das System der Kegellade zu verwenden. Die Kegellade, wenn sie mit Proportionalmagnet angespielt wird, hat diesen druckpunktlosen Weg der Taste, trifft auf keinen Widerstand und hat deshalb sehr viel Flexibilität. Mehr, als wenn wir die Schleiflade mit Proportionalmagneten ansteuern würden. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Schritt. Diese Orgel will ja auch barocke Musik wiedergeben können. Doch die Kegellade gehört eigentlich gedanklich zum 19. Jahrhundert. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Erfindung der Registerkanzelle, die später bei Walker Kegellade heißt, die Erfindung der Registerkanzelle geht zurück auf das Jahr 1752 in Esslingen am Neckar durch den Orgelbauer Hausdörfer. Der hat wohl Gründe gehabt, weshalb er dieses neue System überhaupt entwickelt hat. Und diese Gründe haben sich im Lauf des 18. Jahrhunderts ergeben, weil man nämlich insbesondere in Süddeutschland begonnen hat, die Palette der verschiedenen Achtfußfarben immer weiter zu differenzieren und auch zusammenziehen zu wollen. Also gleichzeitig mehrere Achtfußregister verwenden wollte als einen Klangkorpus. Das bedeutet mehr Windverbrauch. Mehr Windverbrauch bedeutet, Bellgetreter müssen mehr Wind zur Verfügung stellen. Aber das kann nicht in beliebigem Maß geschehen. Irgendwann wird die Orgel windstößig, wie wir dazu dann sagen, wenn es plötzlich an Luft mangelt. Zum Beispiel der Organist spielt vollgriffige Akkorde und hat sehr viele windverbrauchende Register gezogen. Also ein Einfuß braucht viel weniger Wind als ein 8-Fuß oder ein 16-Fuß. Und plötzlich reicht die Windenergie nicht aus. Dieses Problem hat Hausdörfer lösen wollen
und hat gesagt, okay, ich gebe jeder Pfeifenreihe ihren eigenen Wind. Dann habe ich immer genug Wind zur Verfügung. Was dann aber resultiert, ist, je mehr Register, Reservoirs ich miteinander kopple, je mehr Windreservoirs gekoppelt werden, umso schwergängiger wird meine Traktur. Bei 30 Registern lässt sich die Orgel fast nicht mehr spielen. Das war also das Folgeproblem. Aber Hausdörffer konnte ein Problem lösen, nämlich die Windstößigkeit, wenn man, wie ich das jetzt einmal zeige, sechs 8-Fuß-Register zieht, das braucht Wind. Das ist jetzt aber die Erfindung, die im Lauf des 18. Jahrhunderts, vor allem in Süddeutschland und den Ländern, die dann nach Österreich oder nach Böhmen oder nach Ungarn oder bis nach Südpolen angrenzen oder weiter führen. Alle in diesen Ländern der ehemaligen Donaumonarchie insbesondere hat sich dieser neue Klangstil entwickelt. Genau das liegt bereits im Jahr 1703 vor in Arnstadt. Dort war Bach mit 18 Jahren dann Organist. Seine Familie war in Arnstadt ansässig, war einer der Hauptpunkte, Stützpunkte sozusagen der Bach-Familie neben Eisenach und Erfurt. Und dort wurde 1703 eine Orgel gebaut mit 2 Manualen, die bereits 6 Achtfüße im Hauptwerk hatte, was in dieser Zeit noch ungewöhnlich war, aber dann später immer mehr zum Brauch wurde. Bach, der junge Bach, wurde gerufen mit 18 Jahren, um diese Orgel abzunehmen, also zu prüfen, ob sie in allen ihren Details ordnungsgemäß gebaut ist. Anschließend wurde er Organist in Arnstadt und hat dieses Amt 4 Jahre versehen. Diese 6 8-Fuß-Register haben 5 labiale Register. Ich werde später den Begriff Labialregister noch weiter erklären. Gegenüber einem lingualen Register, nämlich der Trompete. Das linguale Register hier, Trompete, würde so klingen. Die weiteren Register, die er dann hatte, war ein Prinzipal, war eine Gamba, ein Register Quintadena, ein Register Gedakt, und eine Echoform zum Prinzipal, nämlich das Gemshorn.
der Konzeption dieser modernen Konzertsaalorgel haben wir uns entschlossen, den Kern der Orgel gemäß der Disposition der Orgel in Arnstadt, an der Bach seine erste Organistentätigkeit ausgeübt hat, dieser Disposition zu folgen. Das sind etwa 25 Register in Arnstadt. Das heißt, an dieser Orgel mit ihren 45 Registerreihen kommen natürlich weitere Klangfarben dazu, die dann die Orgel in ihrem Spektrum vom Barock in die Romantik weiterführen und bis in die Moderne weiterführen. Aber im Kern, und diesen Kern gilt es dann natürlich in dieser Orgel näher zu betrachten, im Kern haben wir hier versucht, die Ästhetik einer barocken Orgel nachzuempfinden, quasi als das Herzstück der ganzen Orgel, um zu sagen, von dort aus wächst wie in der Geschichte auch eine Orgel weiter und bekommt dann ihre unterschiedlichen Facetten in unterschiedliche Epochen hinein, in unterschiedliche Landschaften, Orgellandschaften hinein. Das möchte ich nur jetzt soweit andeuten. Der Kern dieser Orgel, Arnstadt, Orgelbauer Wender aus Erfurt, erbaut 1703. Jetzt sind das scheinbar Widersprüche. Einerseits mechanische Kegellade, die konnte Bach noch nicht gekannt haben. Andererseits Elektrik, andererseits Proportionalmagneten. Wieso entscheidet man sich für eine mechanische Kegellade und bezieht sich zugleich auf eine barocke Orgel von 1703? Meine Antwort ist folgende. Wir können heute testen, ob die mechanische Kegellade, wie sie Walker dann gebaut hat, in der Lage ist, auch barocke Klänge sinnvoll mit Wind zu versorgen. Und das tue ich. Ich spiele auf einer mechanischen Kegellade, nämlich dieser Orgel. Niemand würde an eine romantische Orgel denken und auch niemand könnte bestreiten, dass dieses Windsystem der mechanischen Kegellade auch sehr genau geeignet ist, um diese Klangfarben mit Wind zu versorgen. Der Unterschied ist, hätten wir es mit Schleiflade gebaut und Proportionalmagneten, hätten wir nicht diese Möglichkeit, Nun kann man einwenden, ja, so würde ich ja auch nicht sinnvoll Orgel spielen. Aber genau dieser Weg, den die Pfeife nimmt, also dass sie nicht abrupt ansprechen muss, sondern sich einschwingen kann in einem Prozess, der macht den Klang nun feiner, macht ihn angenehmer. Und vor allem das Loslassen der Tasten kann als Weg gestaltet werden. Deshalb ist es kein Widerspruch, wenn man eine mechanische Kegellade mit barocken Klängen verbindet, aber erstaunlicherweise haben wir in Würzburg das nun zum ersten Mal getestet. Nun schalte ich nacheinander die Register ein, die Bach in Arnstadt zur Verfügung hatte, und wir hören daran, wie sie sich nach und nach summieren. Und
Und das 6. Register wäre die Trompete. Jetzt reduziere ich. Und diese Möglichkeit zur Summation, das war das neue Klangereignis dieser Epoche. Wir haben nun eine Reihe sehr wichtiger Innovationen im Orgelbau zur Kenntnis genommen, beginnend mit der Differenzierung der Grundlabialregister, also Register in 8-Fuß-Lage in ganz unterschiedlicher Bauweise und damit auch unterschiedlichen Klangfarben und Lautstärkengraden. Das hat sich seit dem 18. Jahrhundert zugetragen. Die Summation dieser Register führt zur Problematik des Windverbrauchs. Dann die Antwort, die Registerkanzellenlade als ein Phänomen des Spätbarock in Esslingen, Hausdörfer 1752. Dann durch Walker, der ganz in der Nähe von Esslingen in Ludwigsburg am Neckar seine Werkstatt errichtet hat, der dieses System nimmt, erweitert, 1880 patentieren lässt. Und jetzt gehen wir im Zeitraffer bis ins 21. Jahrhundert. Wir denken über die Nachteile einer elektrischen Orgel nach, die durch den Proportionalmagneten ausgebessert werden kann. Und wir denken auch über die Vorteile der Elektrik nach, nämlich Registerauszüge ermöglichen zu können durch elektrische Schaltungen, kann aus einem 8-Fuß sofort die Verlängerung im 16-Fuß-Bereich oder die Verlängerung zum 4-Fuß geschaltet werden. Das wäre bei einer mechanischen Orgel nicht möglich. Die Elektrik hat also eminente Vorteile und ihre Nachteile müssen durch eine entsprechende Technik aufgewogen werden. In dem Fall die Technik der Proportionalmagneten. Die bessere Technik im Bereich Tastengang ist dann nicht die Schleiflade, sondern die mechanische Kegellade. Sie ist überraschenderweise nicht nur an Klanglichkeiten des 19. Jahrhunderts gebunden, sondern sie leistet ebenso ihre Arbeit im Blick auf frühere Klänge des 18. oder des 17. Jahrhunderts. Und so kommen wir allmählich zu einer Art Zusammenfassung von Orgelgeschichte in einem einzigen Instrument. Das habe ich schon in einem früheren Aufsatz 1997 Orgel als Geschichtetes genannt. Und so kommen wir nun, wenn wir alle diese Dinge jetzt in dieser Orgel im Konzertsaal in Würzburg vereinigt haben, zur innovativsten Hochschulorgel Deutschlands. Der Weg dorthin ist einerseits das, was ich skizziert habe über Prozesse in den vergangenen Jahrhunderten. Der Weg dorthin ist aber auch mein eigener künstlerischer Weg. Und diesen Weg möchte ich jetzt kurz skizzieren und diesen Erfahrungsfundus, der hinter diesem Weg steht, kurz skizzieren. Orgel als Geschichtetes
verbindet sich mit dem Bau der Hochschulorgel in Trossingen an der dortigen Musikhochschule, eine Rieger-Orgel von 1992, die dann umgestaltet wurde zu einer sehr umfassenden Orgel, die auch romantische Möglichkeiten bietet. Das hat dann die damalige noch existierende Firma Walker ausgeführt. Eingeweiht wurde diese Orgel mit der erste internationale Woche für neue Orgelmusik in Trossingen im Jahr 1997. In diesen Jahren habe ich viele Reisen ins östliche Europa unternommen, viele Kurse gegeben, viele Orgeln kennengelernt, insbesondere aus der Romantik. Und das hat zu einem Kongress geführt, den ich im Jahr 2000 geleitet habe, die Orgel als europäisches Kulturgut in Varaždin im Jahr 2000. Es waren Länderdelegationen vom Baltikum bis Bulgarien eingeladen, Länderberichte zu geben über das dortige Orgelerbe. Wir waren ja kurz nach der Wende und also dem Mauerfall, dem Zusammenbruch des Ostblocks, des ehemaligen. Und nun konnte man frei in diese Länder reisen und dieses Orgelerbe betrachten. Oft ganz unrestaurierte Orgeln voller innerem Leben, noch nicht berührt sozusagen, aber die Gefahr, dass diese Orgeln eventuell entfernt werden oder in Unverstand umgearbeitet werden, auf diese Problematik und Hilfestellungen dazu wollte der Kongress hinarbeiten. Dann in der gleichen Zeit wurde in Halberstadt und durch mich wesentlich mitinitiiert das Orgelkunstprojekt zu John Cage, As Slow as Possible, ASLSP, ins Leben gerufen. Aus den ganzen Erfahrungen, die sich nun gebündelt haben, entstand mit Hilfe der Europäischen Gemeinschaft, dann finanziert, der internationale Masterstudiengang Orgenexpert, von Trossingen aus koordiniert mit den Partnerhochschulen Göteborg, Bratislava und Rom, die Universität Tor Vergata. Die Wertschätzung des romantischen Orgelerbes bündelte sich dann in einem internationalen Max Reger Orgelkurs, Meisterkurs. Studierende haben das gesamte Orgelwerk von Reger unter meiner Leitung aufgeführt an historischen Orgeln quer durch Deutschland und im Ausland. Daraus hat sich dann ein Projekt entwickelt, dass die Schwerpunkte gingen an der Brenz mit der Linkorgel von 1906 und Lüneburg mit der Furtwängler Hammerorgel von 1899 in den Blick nahm. Dann kam Arnstadt ins Bewusstsein, weil diese Orgel, an der Bach amtiert hat, ab 1703 nicht mehr vorhanden war. Eine Steinmeier-Orgel hat sie in späteren Zeiten abgelöst. Die ehemalige Bach-Orgel von Arnstadt wurde rekonstruiert und stand ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Und dann noch einmal eine weitere Brücke nach Weimar, die sogenannte Bach-Dekade 1707 bis 1717. Wurde dann in den Blick genommen, um wiederum 2007 bzw. 2008 bis 2017 ein Bach-Seminar in Arnstadt abzuhalten, Partnerhochschulen Weimar und Würzburg. In diesem Zusammenhang hat sie eine internationale Bach-Sozietät ab 2011 konstituiert. Und wie ich vorhin schon referiert habe, sind alle diese Überlegungen nun und Erfahrungswerte eingeflossen in diese Orgel,
die wir dann 2016 hier in Würzburg einweihen konnten und die sich gleichzeitig wegen ihrer innovativen Technik einreiht unter die wenigen sogenannten Hyper-Organs, die wir weltweit haben. Es sind etwa 6 solche Orgeln weltweit existent. Hier hat sich ein Netzwerk gebildet und es gibt weitere Arbeitsperspektiven. Allerdings ist diese Orgel noch nicht zu Ende gebaut. Alles, was im 4. Manual dieser Orgel noch an Pfeifenreihen unterzubringen wäre, ist noch nicht realisiert. Die International Society of Organ Builders hat 2019 ihre Jahrestagung unter anderem hier in Würzburg abgehalten an dieser Orgel und wir haben sehr ausführlich im internationalen Kreis dann über diese Orgel gesprochen. Jetzt komme ich zu diesem Projekt, das wir jetzt betreiben, dieses Projekt der Lehrvideos, der Orgel-Lehrvideos. Das war eine Antragstellung bei der Töpfer-Stiftung und wir sind aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Parallel dazu hat sich wiederum ausgehend von dieser Orgel eine weitere Initiative entwickelt und die ist steht im Zusammenhang mit der Hightech-Agenda in Bayern, nämlich die Idee, eine Orgel ist eine Maschine. Es bedarf der Kreativität des Organisten, des Orgelbauers, um aus dieser Maschine etwas werden zu lassen, was wir als lebendig empfinden. Aber es bleibt ja eine Maschine. Und aus dieser Überlegung erwuchs der Gedanke, dass man das parallel stellen könnte zur Frage an die Robotik. Ein Roboter ist eine Maschine, aber der Mensch kann diese Maschine mit Informationen füttern, kann Schrittfolgen programmieren, die diese Maschine immer geschmeidiger werden lässt, als sei sie etwas, was uns an Lebendigkeit erinnert. Deshalb haben wir nun ein Projekt gestartet und es wird eine Professur hier eingerichtet mit dem Titel Orgel, Kreativitätskonzepte, künstliche Intelligenz. Im Zuge all dieser Entwicklungen war ich auch vielfältig im Gespräch mit internationalen Kollegen. Viele Orgelreisen haben wir dann zusammen unternommen und unsere Erfahrungen ausgetauscht. Dabei hat sich ganz klar der Befund eingestellt, dass all das, was hier insbesondere in Süddeutschland im Lauf des 18. Jahrhunderts, auch des 19. Jahrhunderts entstanden ist, eine sehr spezielle Art der Orgel bedeutet, wie sie international gar nicht zur Verfügung steht. Gleichzeitig sind die Farbwerte dieser Orgeln sehr eng verwandt mit dem, was sich ein Johann Sebastian Bach zum Beispiel in Arnstadt vorgestellt hat oder was er zur Verfügung hatte. Hier hat sich wirklich ein Desiderat aufgetan und dieses Projekt der Orgellehrvideos soll nun auch vor allem diese Lücke schließen helfen, indem Instrumente in den Blick kommen, wie sie im internationalen Raum ganz wenig kommuniziert werden, wenn wir mal absehen von berühmten Orgeln wie Weingarten oder Ochsenhausen. Niemand spricht besonders deutlich über Bad Wimpfen oder Lahm im Itzgrund oder Maihingen oder Gingen an der Brenz. Vielleicht ist das in den
letzten 20 Jahren etwas intensiver geworden und ich habe dazu auch versucht, etwas beizutragen an Wahrnehmung zu erzeugen. Aber wir haben hier ein Kernstück, ein Herzstück unserer Orgelkultur vor uns. Wie gesagt, es hängt eng zusammen mit den Klangvorstellungen von Johann Sebastian Bach. Und so glaube ich, dass wir hier, obwohl wir uns der Geschichte zuwenden, gleichzeitig ein hohes Innovationspotenzial vor uns haben. Diese Fragen sind dann weiterzuführen innerhalb der Beobachtung von Einflusssphären. Süddeutschland steht unter dem Einfluss von Italien, kommt im 18. Jahrhundert unter den Einfluss von Frankreich, hat aber eine genuine eigene Orgelsprache entwickelt, diese Grundregisterfarben und deren Zusammenwirken. Und so bildet sich dann in Süddeutschland im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr eine Art Syntheseorgel heraus. Vielleicht könnten wir das sogar als eine europäische Orgel bezeichnen, die sich hier, wenn ich an Neresheim, Holzhey 1797 denke, herausgebildet hat und dann ihre weitere Wirkung ins 19. Jahrhundert entfaltet und insbesondere dann auch von Eberhard Friedrich Walker weitergeführt wird. So ist es also ein langer Weg unterschiedlichster Erfahrungen, unterschiedlichster Beobachtungen, unterschiedlichster Diskurse, die aber allesamt hinführen zu einer neuen Art der Reflexion von Orgelgeschichte. Ich möchte als letzten Punkt erwähnen die Entwicklung von Zertifikatsstudiengängen mit dem Namen Orgelkunst und Orgelbau als einem Konstrukt, in dem Orgelbauer und Organisten einen Dialog führen sollen und das dann in einen Zertifikatsstudiengang sich bündelt. Dies alles sind Bausteine, ohne die diese Orgel, wie sie heute hier ist, nicht denkbar, die erforderlich waren, um eine Orgel wie diese erbauen zu können und überhaupt denkerisch bewältigen zu können. Das war der Versuch, in einzelnen Schritten und Schrittfolgen allmählich Bausteine aufzuzeigen, die alle in Wechselwirkung zueinander stehen. Also am Ende ist es ein komplexes Gebilde, das dann sich in einer Orgel zeigt. Das sind hohe Anforderungen an diejenigen Organisten und Organistinnen, die mit dieser Orgel arbeiten, insbesondere dann die Studierenden. Aber es ist immer gleichzeitig eine Reflexion unserer, wenn wir so wollen, gesamten Orgelgeschichte, aber nicht nur als Geschichte, sondern als Innovationspotenzial für die Zukunft der Orgelkunst.